Was Motorradfahren für mich bedeutet, ist so abschalten. Ich schaffe es selten, mit irgendeiner anderen Tätigkeit so schnell runterzukommen. Ich ziehe dann den Helm auf. Sobald das Stadtgebiet hinter mir liegt, bin ich komplett fokussiert auf das, was vor mir liegt. Du spürst die Kälte, du spürst die Wärme, du riechst den Nadelwald, durch den du durchfährst. Du merkst einfach alles. Du spürst die Straßenoberfläche, weil du halt das Feedback hast aus der Federung. Und das ist so ein ja, komplettes Eintauchen in das Hier und Jetzt. Gute Laune. Ich habe angefangen direkt nach dem Führerschein mit 18 mit Vespa fahren, weil ich das Geld für ein Auto nicht hatte, und habe dann von meiner großen Cousine eine V50N Vespa Baujahr 77 übernommen. Die stand bei meinem Onkel in der Scheune. Und das war mein erstes Zweirad. Auch im Studium schon damals mit 50 Kubik konnte man auch den Bodensee umrunden und auf Tour sein. Das war schon die ersten so Tourenerfahrungen, halt entschleunigt. Und irgendwann hatte ich dann auch Bock, so, ja, Vespa ist nach wie vor mein Ding, aber ein bisschen mehr Wumms wäre schon ganz geil. Und das war damals der Entschluss, den Motorradführerschein zu machen. Also knapp über 40, so Midlife Crisis. Und hatte dann letztes Jahr eine gefunden, die dann in Schleswig-Holstein stand. Und ich fuhr dann dahin zur Besichtigung. Und er sagte, ja, ich hatte auch schon einige Leute da, die sie besichtigt haben, aber die passten mir nicht. Und ich, was ist dir denn wichtig? Ja, irgendjemand, der halt auch so einen Spaten im Kopf hat, wie du. Und ich so, ah, okay. Fand ich als Kompliment, fand ich schon mal ganz gut. Und meinte, ach, wie wirst du dann verkaufen? Und ich so, ja, ich finde, du bist ein ganz netter Typ und du hast irgendwie die richtigen Ambitionen mit dem Motorrad. Ja, so, dann haben wir über den Preis geredet und er hat mir wirklich einen sehr guten Preis gemacht. Und so kam ich dann zu meinem jetzigen Motorrad, zu der F800 GS in Kalamata mit Halligmatt. Also Bloggen habe ich schon vor Motorradfahren angefangen, mit so einem Feldwald- und Wiesenblog, wo du dann auch damals schon gemerkt habe, dass du so eine eigene Community findest, Leute auch findest, mit denen du dich austauschen kannst, die du vielleicht über deinen Freundeskreis hinausgehen, die aber das gleiche Interesse haben an deinem Hobby, an deinem Thema. Letztlich war es auch so ein bisschen therapeutische Maßnahme, dass ich das Erlebte, was ich hatte, irgendwo niederschreiben konnte. Und ich glaube, meine Frau ist auch ganz dankbar, dass ich hier nicht den ganzen Tag voll quatsche mit diesen Geschichten, sondern komm, schreib's doch ins Internet, da kann jemand anders das lesen. Ich habe übers Motorradfahren sehr, sehr viele neue Leute kennengelernt, auch sehr viele Freunde gewonnen. Und ich finde es als große Bereicherung, die Leute dann in meinem Leben zu haben, mit denen man diese Sachen teilen kann. Ich fand es in der Schule schon toll. Ich war in Erdkunde auch der Kartenordner. Ich fand es super, diese alten Karten durch die Gegend zu zerren. Aber diese berühmte mit dem Finger auf der Landkarte fahren, das finde ich total schön. Und ich suche halt gerne auch die Straßen aus oder die Routen aus, die jetzt nicht so jedermann sind. Wenn irgendwie ein Waldweg ist, wo man durchfahren kann, dann biege ich halt da mal rechts ab, guck, was da ist. Mein Lieblingsmotorrad habe ich jetzt gefunden, also meine BMW. Das ist so mein Soulmate. Das ist genau das Motorrad, was zu mir passt, und mit der möchte ich gerne noch sehr viele Sachen erfahren. Aber es ist für mich auch Neugier, Dinge ausprobieren, Dinge entdecken. Das ist für mich halt als Motorradfahren das Vehikel für mich dafür. Mein Name ist Alexander Hauser, ich bin begeisterter Motorradfahrer und Blogger.